Was ist denn hier passiert? Hier wurde ja gewütet. Was läuft bei dir falsch, wenn du eine vollgekackte Windel auf dem Parkplatz liegen lässt? So von Göteborg aus 1 Stunde 23 ins Nirgendwo gefahren. Iserberg Mountain Resort. Mit Wiegand wäre hier niemand. Das Skara Sommerland. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Tranan ist ein S&S Freefly. Nacht, Dina. Bis morgen. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review-Magazin und einem neuen Video unsererseits. Wir sind in Schweden, in Liseberg, im Grand Curiosa Hotel und fahren zum Frühstück. Was ist denn hier passiert? Hier wurde ja gewütet. Wir fahren nach oben Richtung Rooftop Bar und dort ist auch ein Frühstücksraum und da frühstücken wir jetzt, aber es schallen schon Kinderschreie durch die Aufzüge. Ja, wir kriegen immer die gleichen Aufzüge. Ja, aber... Der Linke, der macht gar nichts, oder? Nee, Daueraufzug. Den hätten wir gern mal, aber der bringt jetzt nichts, weil wir nach oben müssen. Warum nervt dich das denn? Ja, weil die alle verschieden sind, die Aufzüge. Und wir kriegen immer diese Reihe, die alle irgendwie so florale Tapete drin haben. Aber die anderen sind irgendwie designt mit Industrie und sowas. Das stelle ich gar nicht selber. Und warum war jetzt Aha? Aha war jetzt, weil man erst um 7:30 Uhr, weil das Frühstück um 7:30 Uhr oben beginnt, erst auf die 8 fahren kann. Nicht um 7:28 Uhr, auch nicht um 7:29 Uhr, um 7:30 Uhr. So, wir gehen frühstücken. So, was es hier alles zum Frühstücken gibt, das habt ihr gestern im Video gesehen. Aber es ist sehr, sehr gut, sehr geil. Und wir haben einen Blick auf den Park von hier aus und frühstücken jetzt eben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir haben ja ein bisschen was vor heute. Heute geht es nämlich weiter aus Liseberg raus. Durch Schweden mit ein paar Sachen, die wir noch nicht kennen und die wir schon kennen und die ihr schon mal bei uns gesehen habt und die ihr bei uns noch nicht gesehen habt. Verrückte Welt. Was läuft bei dir falsch, wenn du eine vollgekackte Windel auf dem Parkplatz liegen lässt? Digga. So, Auto holen, Uschi holen, Tasche holen und dann geht das weiter hier. So von Göteborg aus 1 Stunde 23 ins Nirgendwo gefahren zum Iserberg, ne? Genau, Iserberg Mountain Resort. Und hier steht ein Wiegand Alpine Coaster. Und es wurde jetzt schon geschrieben, es gibt ja keine Tour mehr ohne Alpine Coaster, richtig. Das ohne Wiegand wäre hier niemand, das wisst ihr ja. Landschaftlich totaler Wahnsinn bis hierhin gewesen, habt ihr gerade ja gesehen. Wir gucken mal, wie das jetzt hier funktioniert, wie das läuft. Den müsst ihr jetzt gleich in 5 Minütchen oder so aufmachen. Jetzt hat er schon auf. Und dann fahren wir das Ding und dann geht es heute noch weiter. Wir fahren heute auch viel Strecke, nicht viel Achterbahn. Das finde ich ja total scharf, ne? Ja, voll geil. Ich habe mal voll Bock, aber es ist für mich schon zu klein, glaube ich. Ja, das ist ja auch das Ticket, ne?
cool. How was your ride? Gar nicht so schlecht. Ja, ne? Trotz der Bremsen fand ich es jetzt gut. Also war angenehm gebremst, nicht so ruckartig wie manchmal sonst. Und so das Layout und so fand ich jetzt cool. Auch schön, es riecht alles so schön nach Wald. Das ist immer schön. Der Adventure Minigolf, den kann man auch noch mal ein bisschen größere Bahn mit dem Fahrrad fahren. Cool hier für die Campers. Sieht schon ganz cool aus, auch das Minigolf. Ja. Hier diese Bahn da, wo man hier so Slalom zieht. Ja. Witzig. Wir sind jetzt wieder am Auto. Wir haben bezahlt, das ist 8,44 8,44 € umgerechnet, was? Pro Person, ja. Pro Person. Und fahren jetzt zum Skara Sommerland, weil es auf dem Weg liegt quasi. Es gibt keinen neuen Count für uns. Aber ihr habt das vor kurzem auch am Kanal gesehen. Also vor kurzem, weiß ich nicht wann, vor kurzem, bis wir die Videos kommen. 1,44 fahren wir jetzt von hier dahin. Und da gibt's noch viel weiter, aber auch ein ganz cooler Park eigentlich, den können wir auf jeden Fall nochmal zeigen, mit einer sehr interessanten, spannenden Achterbahn, die es weltweit nur einmal gibt und für den Hersteller eigentlich ganz besonders war. Was, warum, wieso, zeigen wir gleich. Erstmal geht's wieder hier durch die wunderbare Landschaft. Wir sind angekommen, Skara Sommerland, auch wenn es nicht nach Sommer aussieht. Toll, dass es auch noch mal so richtig auffrischt, gerade mit dem Wind. Eigentlich auch wie viele der anderen Sommerländer mit einem coolen, großen Wasserpark. Also der ist auch da, aber das ist jetzt nicht so erstrebenswert. Ist nicht schlimm, wir dürfen beide jetzt eh nicht irgendwo planschen gehen, aber trotzdem. 16 Grad ist und Wind, starker Wind ist jetzt echt nicht die Outdoor-Wasserpark-Temperatur. Bevor jetzt wieder irgendjemand sich was Neues zusammenfantasiert, ausdenkt und das als Fakt in die Kommentare schreibt, warum wir nicht ins Wasser dürfen. Uschi ist frisch gepierst, ich bin frisch tätowiert. So, das auch mal. Ja, es werden die wildesten Sachen inzwischen behauptet. Das ist wirklich faszinierend. Hier bezahlt man für den Parkplatz und zwar an irgendwelchen Cash Machines, nicht Cash Machines, Pay Machines. Ja. Aber erstmal gucken, dass wir reinkommen. Jo, wir sind drin, sehr hübsch wieder. Die beste Gelegenheit übrigens, den Sponsor des heutigen Videos zu danken, SBF Visa, die nämlich auch neue Attraktionen hier haben. Und das habt ihr schon mal bei uns in dem Video gesehen. Wir haben nämlich ein kleines Bauupdate euch gezeigt. Da hat das Skara Sommerland Aufnahmen zur Verfügung gestellt. Und wir konnten euch in einem Video zeigen, wie die neuen Attraktionen gebaut wurden. Da gehen wir gleich hin. Da habe ich auch noch coole Zahlen für euch. Aber müssen wir mal gucken. Es ist ja gleich noch eine Show. Expedition X, The Crown of Fire. Ob wir das gucken? Oh, Begeisterung macht sich breit. Aber wie gesagt, ist hier wirklich ein ganz, ganz großer Part. Der Wasserpark. Ich weiß nicht, ob wir noch mal einen Parkplan gleich sehen. Ob die Parkeisenbahn fährt. Also es gibt hier einen Bahnhof und Schienen. Gibt es noch eine Parkeisenbahn? Sie hat vorhin so geklingelt, auf jeden Fall. Ja, wo fangen wir denn an? Und wo hören wir auf? Super nice. Einfach mal nur das Park-Logo auf Klamotten als Merch finde ich super gut. Und vor allem bei einem Logo was cool ist. Das gefällt mir. Auch das ist einfach mal was anderes. Das finde ich auch nice. Schön. Schöne Farben. Hier kann man übrigens auch wieder komplett eskalieren mit riesigen 1 Quadratmeter großen Daim-Packungen. Es gibt riesige Pringles-Rollen, die habe ich vorher auch noch nie gesehen und verschiedenste andere. Ja, was ist das für eine Schokolade? Man weiß es gar nicht. Das ist übrigens jetzt hier der Weg in den neuen Tivoli-Bereich, wo die neuen Attraktionen stehen. Und da gehen wir jetzt einfach mal mit euch gemeinsam rein, würde ich sagen. Wir sind jetzt durch das Tor durch. Rechte Hand Groove Bananen ist heute leider geschlossen. Muckrats Powered Coaster. Gut, dass wir den haben als Count schon. Schade, weil es eine coole Bahn, die Spaß macht.
Dann haben wir hier Houdini, das ist eine von diesen 2 neuen SBF Visa Rides, die Christoph Wunderlich hier hingebracht hat. Und zwar ein Scheibenwischer. Das ist ein Scheibenwischer mit 12 Sitzplätzen. Das ist der 32. Scheibenwischer von SBF Visa mit 12 Sitzplätzen. Und es gibt noch 30 mit 2 Plätzen und 20 mit 19 Plätzen. Also insgesamt ca. 80 Scheibenwischer hat SBF Visa schon verkauft. Und das ist halt schon cool jetzt hier als Houdini mit dieser Bühne, wo man aber auch oben rauskommt. Das finde ich ganz lustig. Ein ganz kleines Riesenrad gibt es dann da vorne noch. Es gibt hier Gordon, das sind das Spiel, wo du auf so einem Ding schlägst und dann Frosch wegkatapultiert wird. Alles muss man ja alleine machen. Kameras kann auch keiner mehr halten. Also hier gibt es noch Arizona Convoys, das sind dann Convoy Trucks und Fritfall ist der Freifall und das ist auch ein ziemlich crazy Eingang, passt Tivoli-mäßig auch ziemlich cool und ist ein Hydraulik-Drop-Tower von SBF Visa, der 230. Ja, wir wollten jetzt gerade den Turm fahren, standen da an, aber irgendwie tut sich da nichts. Cool ist, es gibt vorher so einen Zerspiegel-Parcours und ein paar Elemente, damit das noch ein bisschen mehr diesen Fun-Fair-Charakter hat. Und dann steht man vor der Tür und es passiert nichts. Wir haben dann jetzt nach fast 10 Minuten den Rückzug antreten müssen durch die Queue-Line, wo Leute stehen, um jetzt hier zur Show rüber zu gehen, damit wir das nicht verpassen. Und wir sind mit dem Bereich auch nicht durch, da müssen wir also gleich noch mal hin. Aber jetzt hier neben dem Wasserpark, wo man ein bisschen was sehen kann, geht es zu der Show. Ich weiß nicht, was das für eine Show darstellen soll. Ja, um euch einmal kurz abzuholen, hier ist der ganze Wasserpark, das ist halt echt riesig groß. Wir waren damals ja mit onride.de hier und zum Beispiel Cobra haben wir da maximal das Boot voll gemacht und es gibt keine Ahnung wie viele verschiedene Rutschenelemente, Trichterrutschen, Schüsseln, Lazy River. Also das lohnt sich auf jeden Fall schon und hier in Skandinavien ist man auch nicht so verweichlicht wie bei uns. Die sind ja auch alle im Wasserpark unterwegs, haben Bock und ja, genießen entweder ihre Zeit oder schwimmen, beziehungsweise rutschen, sind ja hier ohne Ende rutschen. Das ist richtig gut Action auf jeden Fall. Dass ihr das auf jeden Fall jetzt hier in dem Video auch einmal gehört und gesehen habt. Es gibt natürlich auch auf dem Kanal ein paar On-Slides und einen Vlog zu dem Tag damals. Aber guckt euch bitte den Vlog nicht an, der ist uralt. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Die Show macht jetzt Einlass. Hallo mina vänner! Varmt välkomna ska ni vara. Är ni lite expeditionstaggade eller? Okay, man wird schon vom Team begrüßt. Ich sehe da schon den Stammtisch, also das Picknick-Table oben auf der Tribüne. Das finde ich gut. Da sehe ich mein Leben. Ich will nur noch das entsprechende Kaltgetränk dazu. Ja, Show für Kinder. Und gerade deswegen konnte man alles verstehen, obwohl es auf Schwedisch war.
weil es entweder leicht zu folgen war oder es gibt phonetisch ja schon ähnliche Worte und das in dem Zusammenhang, was man sieht, dann kriegt man das schon ganz gut auf die Kette. Da hat auf jeden Fall jemand schon mal einen Disney-Film gesehen und irgendwie auf eine Kinder-Live-Show im Dschungel-Stil umgeschrieben. Indiana Jones im Schonwaschprogramm quasi. Halbe Stunde ging die Show, das finde ich ein bisschen wild, aber ein bisschen Akrobatik mit drin, ein bisschen Slapstick, ein bisschen Stunts. Da haben sie, glaube ich, genug Leute mit abgeholt. Gesang, der live angestimmt wird und dann Playback weitergeht. Okay, so, wir gehen wieder zurück, wo wir herkommen, um das nochmal fertig zu machen. Auch sehr cool sind hier diese Häuschen, wo man dann mit so Tretautos drumherum fahren kann. Aber Grubenbahnen, schade, dass sie zu ist. Weiß gar nicht, was die da machen. In diesem schiefen Haus hier befindet sich einfach mal ein Kinderautoscooter. Auch voll gute Idee. Und jetzt gucken wir mal, wie es da bei dem Türmchen aussieht. So, wir sind zurück in der Area und die Convoy Trucks schon erwähnt. Jetzt sind wir auf den Turm gefahren von Visa, aber der dreht sich nicht, obwohl der eigentlich ein Hydraulikturm mit Drehung sein soll. Es gibt mit Wikingen eine Schiffschaukel von Cira Rides, machen die sonst eigentlich auch nicht. Das Airboat Hus Park Attractions sind wir jetzt gerade auch noch mal gefahren. Schon ewig nicht mehr gefahren, muss jetzt auf jeden Fall noch mal sein. Komplett easy und entspannt. Wenn ihr ein Boot fahren wollt, um nass zu werden, gibt es Newton. Newton ist, ich glaube, Bear Rides, die den Lokflug gebaut haben, wo man dann in einem großen Wal sitzt. Kennt ihr als Pottwal im Potts Park? Das ist ganz lustig, weil da fahren wir auch noch hin. Auf dem Weg nach Hause von hier aus. Das dauert noch ein paar Tage. Die haben Wasservorhang, der einfach nicht ausgeht. Da sind wir seinerzeit durchgefahren und das Blech ist auch ultra nass. Dann sehr schön überdacht, ein großes Teacup-Karussell. Und Mini-Teacups gibt es auch, aber wir hatten ja eben schon den Kinderautoscooter und hier gibt es auch noch einen normalen Autoscooter. Und auch wieder ein paar Stellen zum Verweilen, Wiesen, Bäume, also es ist halt auch super gemütlich, entspannt. Das ist auch so ein bisschen dieses Prinzip der Sommerländer, die halt Freizeitpark, Wasserpark, Naherholungsgebiet zusammen in einem sind. Hinter dem großen weißen Zaun, den braucht ihr jetzt nicht sehen, weil es ein großer weißer Zaun ist, verbirgt sich noch ein Rocking Tug von Zamperla. Man sieht auch so ein bisschen die Wellen, GFK-Wellen oben rauskommen, haben wir den vom Turm aus gesehen. Oder ich habe es vom Turm aus gesehen. Ich weiß nicht, ob
da wird im Kopf geschüttelt. Da war auch, dass da überhaupt jemand gerade auf diesen Turm gegangen ist, war auch wieder zu viel. Wir gehen dann aus dem Bereich jetzt gerade erstmal raus. Wir müssen auf jeden Fall den Parkplan nochmal studieren, nicht, dass wir hier irgendwas verpasst haben. Aber wir möchten euch auf jeden Fall jetzt endlich mal noch eine besondere, außergewöhnliche Achterbahn zeigen, die hier steht. Dafür müssen wir halt einmal nach da hinten. Es stehen hier 3 Achterbahnen, habe ich das richtig auf dem Schirm? Ja. Einmal der Mack Rides Powered Coaster, der nicht fährt. Und 2, die einmalig weltweit sind und die andere eine ganz coole Story hat. Also wie sie hier, was für eine Bahn das ist. Also ach egal, ich erzähle das gleich, dann macht das mehr Sinn als das. Um das nochmal zu zeigen, ne? Hier ist der Powered Coaster und das hier ist alles Wasserpark vom ganzen Park. Also das ist schon fast die Hälfte, würde ich sagen. So, die erste Bahn, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen, ist heißt die eigentlich? Profis am Werk. Also wir haben hier auf jeden Fall einen Maura Rides Spinning Coaster. Der Spinner heißt, wie überraschend. Ich wollte jetzt nicht irgendwie pokern, aber man hätte es auch wieder machen können. Und diese Bahn hat erstmal neue Farbe bekommen seit unserem letzten Besuch. Das ist aber gar nicht das Besondere. Und auch nicht, dass es ein Maura Ride Spinning Coaster ist, der so ein Drehmaus-Layout hat, ein nicht allzu spektakuläres, sondern das ist die Achterbahn, die früher in Oberhausen im Zentropark stand. Und steht jetzt seit einigen Jahren hier. Oberhausen Zentropark, das Gelände, wo ja nächstes Jahr dann Karls Erlebnisdorf eröffnen soll. Und ja, die Achterbahn hat den Weg hierhin gefunden. Wir haben sie damals in Oberhausen nicht gemacht, weil mir das irgendwie, glaube ich, immer zu teuer war in dem Alter. Also es ist immer noch zu teuer wahrscheinlich, aber ich hatte das Geld nicht, um da hinzugehen. Und da habe ich mir den Count hier dann geholt. So, Snake ist auch hier Gaußband. Ich weiß gar nicht, ist das eigentlich die Anlage, die jetzt aus Grönerlund, war die in Grönerlund? Ist jetzt hier oder ist sie immer noch in Grönerlund und auch hier? Weil die Parks gehören zusammen. Das weiß ich nicht. Das Rechercheteam hat gerade mal schnell das Handy gezückt. Das ist die Anlage, die vorher in Grönerlund stand. Die sind nämlich hier Grönerlund, Skara Sommerland und Kolmaden gehören nämlich zusammen. Und wir fahren jetzt Tråneren. Und was Tråneren ist, sagen wir und erzählen wir und erklären wir gleich nach der Fahrt. Erstmal geht das los hier. Das ist schon lustig. Still
Herrschaftszeiten. Tranan ist ein S&S Freefly. Nicht zu verwechseln mit den Freespin oder diesen ganzen Höllengeräten, aber gar nicht so anders vom Prinzip, weil wir wechseln einfach die Seite der Schiene. Man fährt mit dem Zug oder dem Wagen erst auf der Schiene und dann zwischendurch hängt man aber unter der Schiene, aber in dem Fall von dieser Anlage nicht über Kopf. Und ja, man schaukelt frei und tauscht dann die Plätze und das ziemlich schnell. Es ist sehr verrückt. Es ist so am Anfang die eine Stelle, die ist sehr ruckartig und am Ende ist es auch mal ein bisschen gagelig. Aber wir sprechen hier von einem Prototypen und von einer einzigen gefertigten Anlage davon. Ich glaube, diese Corona-Abstandsdinger sind auch schlecht gealtert. Aber grundsätzlich finde ich die Bahn total cool. Das ist was Besonderes, Außergewöhnliches, macht total Spaß. Du hast ein sehr, sehr, sehr freies Fahrgefühl, weil du sehr, sehr frei sitzt. Und macht einfach Spaß. Cooles Ding, schade. Also ich verstehe halt echt nicht, warum das nicht nochmal gebaut wurde. Es wird so viel Mist mehrmals gebaut, wo man auch vorher wissen konnte, dass das nicht gut ist. Aber das ist ja echt cool. Und vor allem, weil es Prototyp ist und du machst vielleicht dann mal ein bisschen was anderes im Layout bei der fertigen Anlage. Da kannst du ja diese kleinen Sachen ausmerzen und das dann so machen, dass es richtig gut ist. Meine Meinung. Genau, damit sind wir quasi durch. Klar gibt es hier noch ein paar mehr kleinere Rides. Und ganz wichtig, der Wasserpark ist hier das Herzstück. Müsst ihr auf jeden Fall mit einplanen, wenn ihr hier hinkommt und vor allem auch, wenn ihr sowas mögt. Und wir sind fertig, haben aber auch noch einiges zu fahren heute vor uns. Und da nehmen wir euch natürlich auch noch mit. Vielleicht gibt es ja noch die eine oder andere wunderbare Landschaft zu sehen. Und ja, Wetter, das macht auch wieder, was es will heute. Ja, vorhin war es total warm, voll sonnig, ne? Also wirklich, das ist ja schon alles absurd, ne? Es wirkt auf mich sehr provisorisch, aber es ist am Start. Also von daher, auch für Mitarbeiter gibt es das. Wo ist Yoshi? Da ist Yoshi. Wir müssen jetzt unser Parken bezahlen. Und wenn man kein Schwedisch möchte, kann man hier oben rechts klicken. Da ist die englische Flagge halb und die deutsche Flagge halb abgebildet. Und wenn ich da drauf gehe, kann ich auswählen zwischen Englisch und Schwedisch. Ja, Pech gehabt. I am leaving. Dämliche Kartoffeln. Schwebi. Connecting to server. Purchase cancelled. Ah, toll. Schön. Das ist ja super. Leerzeit muss man ja nicht machen, ne? Weiß ich nicht. Ich bin an diesem Automaten nicht firm. Ja. Es gibt ja kein Leerzeichen. Ja. Es gibt kein Leerzeichen. Ja, aber es gibt ja einen Strich. Bindestrich. Ja. Ja, das funktioniert. Super. Wir versuchen mal den da hinten. Ja, wie wär's erstmal mit dem? Ach, da ist noch eine. Ah, das ist ja schlau. Gut, dass ich vorher gesagt habe. Ach, egal. Ich hab's ja gesagt. So, der Automat hat es jetzt direkt angenommen. Ich habe gerade noch gesagt, warum wir nicht den ersten Automat nehmen, der hier auf dem Parkplatz ist. Nicht, dass unserer kaputt ist. Wir sind noch nicht bei unserem angekommen, aber das Szenario ist ähnlich. Und 130 Kronen, schwedische Kronen, nehmen die sich hier fürs Parken. Leute, wir sind hier aus dem Park raus. Das Bezahlen hat jetzt irgendwann geklappt. Wir sind 20 Minuten gefahren. Da komme ich mal zu euch. 20 Minuten gefahren. Ein Supermarkt, die haben hier so begrenzt auf. Also keine Theke, keine Wursttheke, wo du bedient wirst. Aber SB ist ja alles da. Und also eingeschränkter Dienst. Ne? Aber trotzdem sonntags auf, das ist schon mal sehr gut. Wollten wir noch was Kaltes zu trinken haben und ein Energiegetränk und Rio Punch von Monster habe ich jetzt auch noch nicht probiert, glaube ich.
Denn wir fahren jetzt weiterhin nochmal 3 Stunden und 10 Minuten. Ja. Rascht aus. Also Exotik. Aber nice. Genau, das machen wir jetzt, oder? Ja. Hilfe. Guck mal, was sagt er denn jetzt? Ja, nichts sagt er. 2,46. Ach, waren 3 Stunden 10 insgesamt. Ja, 3 Stunden 10 insgesamt. 2,46 jetzt noch. Hä? Das geht aber auch nicht aus. Doch, knapp. Doch, ungefähr. Ja, wir sind ja auch jetzt hier irgendwo im Kreis gefahren. Passt schon. So, Das geht sich aus. Papa. Da muss ich euch einmal auch noch abholen, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich feiere ja komplett die LKW hier in Schweden, die einfach 8-achsig unterwegs sind. Motorwagen mit einem Sattelauflieger hinten dran, also der Sattel dann wie ein normaler Anhänger, aber nur von der Größe her. Motorwagen mit Sattel. Wir haben auch Sattel mit Sattel schon gesehen, aber das gibt es auch in Holland manchmal oder auch bei uns. Aber hier, wenn du diese Kofferaufbauten hast, die nochmal höher sind als bei uns, und dann Motorwagen mit Sattel als Anhänger, das ist schon sehr beeindruckend, sehr cool und sieht sehr, sehr nice aus und alles auch schöne Zugmaschinen, die hier haben, oder Motorwagen halt. Ja, das einmal erwähnt, damit das auch mal drin ist. Und wir haben hier und da schon ein paar Einsatzfahrzeuge gesehen, leider noch keine drauf bekommen, aber ich glaube, ihr wisst alle, hier fährt man Scania, logischerweise. Beziehungsweise, also die normalen LKW sind auch viele Volvo unterwegs, aber Achso, das ist ein Kreisverkehr. Hier mitten auf der Straße, der hier nicht hingehört, wie eine Baustelle. Spannend. Überall was zu trinken für Piraten. Was ist das hell? Sonst kommen doch immer in so Höhlen. Das ist ja cool. Stimmt. Hallo, neues Zimmer. Na, guck mal. Also, wir sind. Warte. Achso, da unten. Wir sind irgendwo hier. Örebrö, Westeras, hier. Ja. Hier müssen wir noch hin, morgen. Aber das ist ein Thema für morgen. Aussicht aufs Dach. Schön. Was ist denn? Immer noch nicht? So, Uschi hat die Karte einfach noch nicht reingesteckt. Ich hab nicht festgewogen. Ja, ja. Jedes Mal meckert die, dass die Zimmer keinen Strom hätten. Die macht es einfach nur falsch. Stimmt gar nicht. Schmierhand. Eingecheckt haben wir. Zimmer habt ihr gerade ein bisschen gesehen. Gefällt uns. Vor allem die Farben gefallen uns sehr gut. Auch hier bekommt man übrigens ein Zettelchen mit dem QR-Code, wo man dann seine Frühstückszeit dann safen soll, reservieren soll. Und unten ist ein Tablet, da muss man sich mit dem Fahrzeug registrieren, damit man hier stehen kann. Und sie sagt, macht davon ein Foto, damit man das auch hat. Scheint wohl ab und zu mal Probleme zu geben. Wir packen es nochmal und fahren 4 Minuten und gehen was essen. Wir haben geguckt, ob man das laufen kann. Man läuft darauf eine halbe Stunde. Ist auch manchmal verrückt. Da denkst du, okay, 4 Minuten mit dem Auto, das kann man bestimmt laufen, ja, aber halbe Stunde hin, halbe Stunde zurück, sehe ich nicht, weil wir haben auch noch ein bisschen was zu tun heute. Aber erstmal Mittag und Abendessen in einem rein und deswegen los. Boah, Peoples, wir haben mal richtig gut jetzt gegessen. Es war sehr, sehr lecker. Also kann man, wenn man hier in der Gegend ist, wer auch immer das sollte. Ey, wenn ihr irgendwo
parkt und da ist eine Parkscheibe, Parkticket oder sonst was vorgeschrieben, macht das auf jeden Fall. In dem Parkhaus habe ich ein Knöllchen bei einem Auto gesehen heute. Beim Skara Sommerland heute ist einer über den Parkplatz hin und her gefahren. Und jetzt gerade hier, Sonntagabend, ist einer hier rüber gelaufen um kurz vor 8 und hat hier kontrolliert und unsere Parkscheibe ist drin. Er musste zwar ein bisschen strecken, aber also achtet da drauf. Könnte schnell, glaube ich, teuer werden. Die wirklich bedrohten Fahrzeuge von Elektroautos sind Cabrios offensichtlich, wenn hier die Ladepunkte reinkommen. Und Leute, die hier nicht drin stehen dürfen. Aber der hat auch keinen Blinker, vielleicht darf der deswegen hier stehen. So, Peoples, wir haben beide nochmal, das steht auch doof hier, Vollgas gegeben und haben noch ein bisschen das operative Geschäft vorangetrieben und haben noch gearbeitet. Auch ein bisschen länger, als ich das gedacht hätte. Nichtsdestotrotz wird jetzt einmal noch der Festivalmix geöffnet. Das haben wir nämlich noch gar nicht getan. Die beiden anderen Sachen, die ich gekauft habe, waren ja ein Schuss in den Ofen. Uschi hat da ein besseres Händchen bewiesen. Ich krieg's. Wow, es ist noch nicht mal anständig auf. Wow. Okay. Oder auch nicht. Brauchst du, kannst du. Und, wie riecht? Jetzt kriegen wir erstmal Ärger. Nach Schmalz. Hi. You can still sit here, Yes. but we have to close this door. Tschüss. Ist das eine Verabschiedung? Ja. Nacht, Dina. Bis morgen. Was meckerst du? Ja. Du trödelst und ich trag hier alles. Was hast denn du? Hey, entspannt. Ich möchte nicht gefilmt werden. So, by the way, kurz vor Mitternacht. So dunkel ist es jetzt. Gute Nacht, Rabbi.